Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein neues Video über die Canon V1. Letzte Woche hatte ich ja mal so ein erstes Video gepostet, wo ich die Kamera mit im blühenden Barock in Ludwigsburg hatte. Und was wir da gesehen haben, war erstmal, dass der Bildstabilisator vom Objektiv, welchen ich da alleine benutzt habe, manchmal nicht ausgereicht hat und das Bild schon ziemlich shaky war. Wir hatten auch so ein bisschen Wobbeln im Weitwinkel mit drin und deswegen habe ich mir gedacht, heute mache ich mal ein kurzes, kleines Video über die Bildstabilisation, aber die elektronische Bildstabilisation. Also die Kamera verbindet dann die Stabilisation vom Objektiv zusammen mit einer E-Stabilisierung, wo ein bisschen ins Bild reingekroppt wird. Wir haben jetzt also auch keine 16 mm Brennweite mehr und dann schauen wir uns jetzt einfach mal so ein paar Samples an, wie das Ganze mit der E-Stabilisierung aussieht. Und was als erstes jetzt mal wichtig wäre, und zwar die elektronische Stabilisierung soll so ein bisschen von der Verschlusszeit abhängen. Das heißt, normalerweise wähle ich ja die Verschlusszeit so, dass ich durch meine Bildrate, also durch meine FPS gehe, 1:60 bei 30 FPS zum Beispiel. Das war letzte Woche nicht möglich, weil es wirklich sehr sonnig war und wie ihr sehen könnt, heute ist es bewölkt. Ich habe den ND-Filter aktiviert und bin jetzt wirklich bei 1/60 Sekunde bei 30 Bildern, also 4K 30 nehme ich auf. Und da ist jetzt einfach das Problem, beziehungsweise wir werden das vielleicht sehen, wenn wir 1/60 nehmen können, also eine 60. Sekunde, dann, Mila, guck mal, mein Papa redet mit der Kamera. Sorry. Kind geht vor, deswegen geht es wahrscheinlich gleich weiter. Also wie gerade schon gesagt, wir sind bei 1/60 Sekunde und das dürfte für den Bildstabi jetzt nicht so förderlich sein, also für den elektronischen. Der mag es nämlich, wenn man kürzere Verschlusszeiten hat. Und deswegen, ich werde im Video jetzt hier beides ausprobieren. Wir sind bei Blende 2.8, 1/60 Sekunde und Auto-ISO mit ISO 160. Das heißt, nachher werde ich die ISO mal ein bisschen hochschrauben oder über die, ich bin im N-Modus, deswegen kann ich die Verschlusszeit einfach kürzer einstellen, dann wird die ISO einfach hochgehen. Aber ich werde mir natürlich nachher auch anschauen, wie das Ganze aussieht, wenn wir die Verschlusszeit kurz halten, ob dann der Bildstabi noch besser arbeiten kann. Also vom Gefühl her war der E-Stabi auf jeden Fall schon mal ein Tick besser, es hat schon mal besser ausgesehen. Ich bin jetzt natürlich gespannt, wie das Ganze hier in der Kamera aussieht und nehme euch jetzt hier auch mal einfach ein paar Beispielvideos auf. Die Kleine ist schon wieder am Winken. Hi. Testen wir einfach mal. So, wie gesagt, das waren jetzt 1/60 Sekunde. Ich bin gespannt, wie es gerade auch beim Zoomen aussieht. Ich bin ein bisschen gelaufen und habe auch da aufgenommen und gezoomt, wie das Ganze so wackelt. Da bin ich echt mal gespannt. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber noch bei einer kürzeren Verschlusszeit an. Ich werde wahrscheinlich mal so auf eine 250. Sekunde gehen, vielleicht auch eine 320. Sekunde, irgendwie sowas. Mal schauen, was da noch relativ gut aussieht. Es entfällt dann natürlich diese Blur, also jetzt solltet ihr hier das Ganze noch so ziemlich cinematisch, kann man nicht sagen, aber ihr solltet einfach ja, diese Unschärfe im Bild noch ein bisschen erkennen, das fällt dann natürlich weg. Wenn dafür dann die Stabilisation besser ist und man muss halt auch sagen, wenn es ein sonniger Tag ist, dann seid ihr sowieso bei kurzen Verschlusszeiten, dann kann man dafür da vielleicht ein bisschen drauf verzichten, aber das gucken wir uns jetzt natürlich an. Ich schalte das hier mal um. So, wir sind jetzt also bei einer 320. Sekunde, sind bei ISO 100, weil ich habe den ND-Filter deaktiviert. Jetzt ist es so, es ist immer noch sehr bewölkt und bei Sonnenschein wird es natürlich so wahrscheinlich nicht gehen. Ich bin jetzt aber natürlich gespannt, wie sich die elektronische Stabilisation mit der kurzen Verschlusszeit so verhält. Also sollte besser sein. Ich trage euch hier jetzt ganz normal weiter durch die Gegend. Schau mal, was da so rauskommt. Wir haben dann auch noch einen erweiterten Modus, den können wir uns gleich auch noch angucken. Da bin ich mir nicht sicher, ob der mehr so für Aufnahmen, die ein Stativ simulieren, geeignet ist. Aber das schauen wir uns jetzt gleich alles mal an. Jetzt sind wir also im erweiterten Modus, im normalen Modus mit einer 320. Sekunde. Und ich mache jetzt hier auch wieder ein paar Versuche, ein bisschen so im Laufen, damit ihr seht, wie sich das Ganze so aufs Bild hier auswirkt. Und natürlich auch Aufnahmen, wo ich nach vorne filme, wo ich dann so ein bisschen mal zoome im Laufen, im Stehen. Und wir gucken uns das dann einfach mal alles an. Ganz schön was los hier heute am Karfreitag. Also ja, schauen wir mal, wie die 1/320 Sekunden so aussehen.
Und wir sind jetzt hier wieder an der Enz unten. Vielleicht nehme ich noch ein paar Enten auf jemanden, je nachdem, ob es hier was gibt. Aber wir schauen uns jetzt natürlich auch noch die erweiterte Stabilisation an. Das war jetzt die normale E-Stabilisation, eine 320. Sekunde. Jetzt gehen wir mal auf die erweiterte Stabilisation aus der Hand beim Laufen. Schauen wir mal. So, jetzt also die erweiterte E-Stabilisation. Was auffällt, wir haben jetzt schon einen ziemlich deutlichen Crop im Bild. Also ich bin hier immer noch bei den 16 mm, beziehungsweise eben bei den 8,2 mm, was die Kamera bietet mit diesem Crop-Faktor und so weiter. Und da ist jetzt schon ordentlich ins Bild reingekroppt worden. Ich laufe jetzt hier wieder und bin gespannt, wie sich das Ganze so verhält. Also ob da immer noch ein Wobbel im Bild ist oder wie sich das Ganze so auch mit dem Zuckeln und so, was da bei der normalen Stabilisation so war. Ob das jetzt alles weg ist, das schauen wir uns gleich mal an. Ich filme noch so ein bisschen nach vorne. Ich laufe hier immer noch und ja, es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Die Kamera ist einfach sehr leicht. Das ist kein Vergleich zu einer Panasonic S9 mit Objektiv und Mikrofon dran und so. Das macht schon richtig Spaß und ich hoffe, dass einfach durch die E-Stabilisation dieses letzte Ruckeln, Wobbeln und so noch wegfällt, weil das macht die Kamera dann fast perfekt. So, ich filme jetzt noch ein bisschen nach vorne und wir schauen mal. Wir sind hier immer noch bei der 320. Sekunde und ich werde jetzt nochmal umstellen. Ich werde den ND-Filter aktivieren und nochmal auf eine 60. Sekunde gehen, nur um zu schauen, wie sich das Ganze dann so auswirkt, wenn man hier im erweiterten Modus so ist. Ihr müsstet das hier sehen, da ist jetzt nichts groß mit Blur oder sowas. Schauen wir mal. So, hier jetzt noch der erweiterte Modus mit den 1/60 Sekunden Verschlusszeit. Wir haben jetzt also wieder eine lange Verschlusszeit, ihr dürftet es sehen, wir müssten jetzt hier wieder so ein bisschen ein Blur im Bild haben. Und da bin ich gespannt, was jetzt diese erweiterte E-Stabilisation mit einer sehr langen, also einer 60. Sekunde Verschlusszeit so macht. Wir sind jetzt da halt wieder in diesem Fenster, wo wir die 4K 30 eben mit der passenden Verschlusszeit haben, also die 180 Grad Shutterregel. Und da bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt hier auch gleich noch mal so ein bisschen die Schwalben da am Wasser filmen, wie das Ganze dann so aussieht, ob da die Stabilisation auch noch mit zurechtkommt. Wasser, da guck. So, jetzt nochmal die normale elektronische Stabilisation ohne erweiterten Modus mit einer Verschlusszeit von einer 200. Sekunde. Ich denke, das war es jetzt auch erstmal so für den Test. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Laufen mit einer Hand und den Kinderwagen schieben ist auf jeden Fall eine leicht anstrengende Sache. Aber was macht man nicht alles fürs Kind und für euch im YouTube? Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich werde mir das zu Hause mal anschauen und das Ganze dann hochladen, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt. Und was man einfach sagen muss, die Kamera, ich habe sie jetzt mit Auto-ISO laufen lassen, weil eben beim Zoomen sich ja die Blende verändert. Und da kann man einfach nichts sagen. Die Belichtung von der Kamera sieht in den meisten Fällen eigentlich immer richtig gut aus. Habe ich auch schon im anderen Video gesehen und letzte Woche bei dem strahlenden Sonnenschein, da kann man einfach nichts sagen. Da macht die Kamera einen richtig guten Job. Ich hoffe, dass die Stabilisierung das jetzt hier auch noch so ein bisschen hinbekommt im elektronischen Modus. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich. Wenn es so war, lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.